erkenne an, dass du da was ganz Tolles gemacht hast, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, dass da deine Liebe drinsteckt und du wirst sehen, die Liebe, die kommt an. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich sitze gerade hier und grinse in mich hinein, denn ich kann mich gerade selbst so sehr sehen in meiner Tätigkeit als Mama, die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit schön zu gestalten. Und dazu gehört natürlich auch der Adventskalender für meine Töchter. Dabei habe auch ich es bereits erlebt, wie es ist, wenn die Kinder enttäuscht sind, wenn sie ihr tägliches Türchen aufmachen. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Episode. Ich werde dir die Frage meiner Teilnehmerin aus Gemeinsam Wachsen vorlesen, die genau mit dieser Situation haderte, wenn jeden Tag ein anderer weint, weil der Adventskalender eben nicht den Erwartungen entsprochen hat. Es geht hier darum, für dich zu entdecken, warum es dich traurig macht, warum es dich triggert. Und gleichzeitig werde ich dir hier ganz viel Mut zusprechen, um an dich zu glauben und an die Liebe, die du beim Adventskalender kaufen oder selbst gestalten hineingebracht hast. Wir starten am besten direkt los. Viel Spaß bei dieser Adventskalender-Folge. Hallo Manuela, wir haben hier ein Adventskalender-Drama. Am 1.12. der große 8 geweint, am 2.12. der kleine. Wuttränen habe ich mir anders vorgestellt, immer wegen falscher Geschenke. Wir haben bewusst 2 Kalender zum Selbstbefüllen gewählt mit vielen verschiedenen Dingen, von Büchern über CDs, Tony-Figuren und so weiter. Uns ist bewusst, dass die Kinder den Wert noch nicht schätzen, aber es ist echt schwierig, diese Wutanfälle zu begleiten. Erklärungen zu kleinen Aufmerksamkeiten etc. prallen ab, aber und halt auch haben sie die letzten Tage damit verbracht, von den einfachen Wünschen in übertriebene Vorstellungen zu verfallen und jetzt sind sie enttäuscht. Hab große Lust, die Kalender wegzupacken und 2 Schokodinger zu kaufen. Das glaube ich dir. Wir kommen ganz schlecht mit den falschen Erwartungen der Kids klar. Habe das Gefühl, sie verwechseln das mit Weihnachten. Alle sind frustriert. Wie kommen wir aus dieser Spirale raus, dass nun nicht 22 Tage lang jeden Morgen so eine schlechte Stimmung herrscht? Viele Grüße, Sandra. Oh, Sandra, jetzt ist heute ja schon, sind heute schon ein paar Tage vergangen. Es würde mich interessieren, wie es weitergegangen ist mit der schlechten Stimmung. Weißt du was? Du kannst dich lösen von der schlechten Stimmung, wenn du die schlechte Stimmung rausnimmst. Klingt jetzt so ein bisschen wie ein Klugscheißersatz, gell? Was ich aber damit meine ist, dass die schlechte Stimmung ja auch entsteht, weil du dir das so persönlich möglicherweise zu Herzen nimmst. Also du kannst dich erinnern vielleicht an den Hinweis zur Problemeigentümerschaft. Und wer hat gerade eigentlich das Problem? Das Problem haben gerade deine Kinder, weil die sind frustriert, die sind gerade unzufrieden, die haben andere Erwartungen. In dem Moment, wo du mit diesen falschen Erwartungen der Kids nicht klarkommst, machst du dir das Problem zu eigen. Du reflektierst letztendlich oder du nimmst letztendlich deren Frust auf und machst es zu deinem Thema, indem du dir wahrscheinlich sagst, ich habe es nicht gut genug gemacht. Mann, jetzt habe ich die falschen Geschenke besorgt. Jetzt habe ich die Kinder unglücklich gemacht. Und das frustriert dich. Dich frustriert, dass es dann doch nicht so geworden ist, wie du dich bemüht hast. Also die Anerkennung für all die Mühen, diesen Adventskalender zu gestalten und dir tolle Sachen auszudenken. Das läuft quasi beim Frust der Kinder ins Leere. Und
da fängst du an, quasi die schlechte Stimmung rauszunehmen und dir bewusst zu machen, hey, ich habe da so viel Mühe reingesteckt und es ist so gut geworden und es war so eine Arbeit auch, die einzelnen Sachen zu finden. Ich bin stolz auf mich, auch wenn die Kinder da jetzt irgendwie enttäuscht sind. Und ich weiß, vielleicht liegt das auch daran, dass sie jetzt gerade möglicherweise Weihnachten verwechseln oder eben ganz andere Erwartungen haben. Aber es ist ihr Thema. Es ist im Prinzip das Kinderproblem. Und dann kannst du dich auch wieder deinen 2 Jungs zuwenden und mit ihnen ins aktive Zuhören gehen. Herausfinden, welche Erwartungen sie hatten, herausfinden, welche Wünsche sie hatten, was sie denn eigentlich wirklich enttäuscht. Mach's dir nicht zu eigen. Erkenne an, dass du da was ganz Tolles gemacht hast, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, dass da deine Liebe drinsteckt und du wirst sehen, die Liebe, die kommt an. Vielleicht ist es einfach nur eben dieses Herausfinden der Kinder, was sie sich eigentlich wünschen oder auch dieses Feststellen. Ja, das ist ja auch eine Feststellung, die Kinder machen dürfen. Mensch, ich hatte ganz andere Erwartungen, jetzt bin ich enttäuscht. Komme ich denn aus der Enttäuschung wieder raus? Ja, das würde ich dir da von Herzen gerne mitgeben, weil mir das so danach lechzen oft, dass die Kinder uns die Anerkennung geben für das, was wir leisten oder für das, was wir machen. Und das ist unser Thema. Ja, wir machen die Dinge genau richtig, so wie sie sind. Und wir machen das gut und wir bemühen uns und wir stecken nicht drinnen. Wir können es nicht kontrollieren, ob der andere glücklich ist mit dem, was wir gesagt, gemacht haben oder geschenkt haben. Aber es war alles da und deswegen darfst du dir trotzdem auf die Schulter klopfen und lass dich nicht da anstecken. Übernehm nicht das Problem und den Frust, sondern seh die Kinder, wie sie da sind mit ihren 8 und 5 Jahren und frustriert sind, weil da vielleicht gerade nicht genau heute dieses Spielzeug im Adventskalender ist, das sie sich gewünscht hatten. Was auch immer hilft, ist private Technik, die ich hier preisgebe. Mein Mann und ich, wir haben irgendwann mal entschieden, wenn die Kinder wütend sind oder wir dann selber merken, wir lassen uns anstecken, dass wir uns in dem Moment einfach küssen. Ja, dass wir uns, wenn das möglich ist und dein Mann ist gerade da oder sonst wer, dass wir uns da aktiv quasi uns unterstützen und in den Arm nehmen und küssen und dann die Zeit dieses Wüten der Kinder einfach mit eigenem Oxytocin betäuben. Und dann können wir uns auch viel besser wieder unseren Kindern zuwenden. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist: Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge
bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.